Luxor, eines der bekanntesten Reiseziele Ägyptens. Tempel, Geschichte, Nil, genügend Gründe, dorthin zu reisen. Für Reisende aus Wien führt der Weg nach Luxor oft über Kairo, denn Direktflüge sind selten. Die klassische Verbindung Wien-Kairo, dann weiter nach Luxor, genauso auch in unserem Fall, und zwar mit EgyptAir. Diese bedient auch die Strecke Wien-Kairo regelmäßig, auch wenn wir als Zubringer diesmal eine andere Airline gewählt haben. Den kurzen Inlandsflug von Kairo nach Luxor haben wir in der Business Class gebucht. Eigentlich eine sichere Sache, ein entspannter Start in die Reise, möchte man meinen. Doch kurz vor dem Abflug dann die Wende. Statt in die gebuchte Business Class geht's in die Economy. Es geht um einen Bagatellbetrag, aber doch. Ein Downgrade ohne Begründung, ohne Alternative und vor allem ohne echte Erklärung. Vor Ort beginnt das, was viele Reisende kennen, aber selten so klar erleben. Zuständigkeiten sind unklar, Antworten bleiben aus, eine Lösung gibt es nicht. Auch im Nachgang bleibt offen, warum es überhaupt zu diesem Downgrade gekommen ist. Naheliegend ist ein kurzfristiger Wechsel des Fluggeräts. Bestätigt wird das von der Airline jedoch nicht. Der Flug hebt ab, die Situation bleibt ungeklärt. Und dann zeigt sich ein fast überraschender Kontrast. Der Flug selbst verläuft ruhig, pünktlich, unspektakulär, genauso wie man es erwarten würde. Zum Einsatz kommt ein neuer Airbus A321 Neo, ein modernes Flugzeug, was man spätestens im Detail merkt. Ein kleiner Snack unterstreicht das. Für einen so kurzen Flug ist das schwer in Ordnung. Und selbst ein kurzer Blick in die Bordtoilette zeigt, hier wurde nicht gespart, ein hochwertiger Boden, wie man ihn in dieser Klasse selten sieht. Ein Detail, das einen gewissen Anspruch unterstreicht. Das Problem liegt also nicht in der Luft, sondern am Boden. Denn was nachher folgt, ist ein Prozess, der viel Geduld verlangt. Mehrere Nachfragen, schriftliche Zusagen, wiederholte Kontakte und trotzdem keine Rückerstattung. Die Kommunikation läuft, aber das Ergebnis bleibt aus. Ein klarer Fall, der eigentlich leicht lösbar wäre und dennoch keiner Lösung näher kommt. Wir haben die Airline dazu um Stellungnahme gebeten. Die Antwort? Ein Downgrade könne aus betrieblichen Gründen unter außergewöhnlichen Umständen vorkommen. Man entschuldigt sich und kündigt Entschädigungsgutscheine an. Doch auch diese werden trotz mehrfacher Zusagen letztlich nicht ausgestellt. Am Ende wird der Fall nicht durch die Airline gelöst, sondern von dritter Seite. Die Kreditkarte ersetzt den fehlenden Betrag aus Kulanz. Von EgyptAir bleibt eine weitere Entschuldigung, mehr nicht. Unser Fazit? Der Flug mit EgyptAir überzeugt fraglos, doch der Umgang mit Kunden, wenn es zu Ungereimtheiten kommt, leider in unserem Fall nicht. Schöne Erinnerungen an ein Land, das mit seiner Geschichte seinesgleichen sucht, und ein verpatzter Service beim National Carrier, also etwas schaler Nachgeschmack.